Willkommen auf unserer aufregenden Entdeckungsreise. Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es ein Land gibt, in dem die Sonne monatelang nicht untergeht und dann für den Rest des Jahres in der Dunkelheit verschwindet? Ein Land, in dem Feuer unter Ihren Füßen atmet, Gletscher uralte Geheimnisse hüten und Einheimische in dampfenden heißen Quellen baden. Island ist nicht nur wunderschön, es ist bizarr, unberechenbar und voller Geheimnisse, von denen die meisten Reisenden nie erfahren. Welche Geheimnisse verbergen sich hinter den schwarzen Sandstränden und den unheimlichen Lavafeldern? Machen Sie sich bereit, denn wenn Sie diese 15 schockierenden Wahrheiten über Island erfahren, werden Sie diese magische Insel nie wieder auf dieselbe Weise sehen. Das gefrorene Land, in dem die Sonne 24 Stunden am Tag scheint. Island ist nicht nur ein Land, es ist ein Reich, das durch Feuer geformt und in der Zeit eingefroren wurde. In der Nähe des Polarkreises im Nordatlantik liegt diese geheimnisvolle Insel abseits des europäischen Festlandes wie ein einsamer Rebell, der seine Geheimnisse hinter Gletschern und Lavafeldern verbirgt. Island ist etwa so groß wie Hawaii, aber wilder im Geiste. Hier gibt es explodierende Vulkane, uralte Gletscher und traumhaft schöne schwarze Sandstrände, die wie Szenen von einem anderen Planeten wirken. Das Wetter spielt der Logik einen Streich. Der Sommer bietet die sanfte Kühle der Natur, während die Winter zwar dunkel und hart sind, aber durch die Wärme des Golfstroms gebändigt werden. Trotz seiner zerklüfteten Landschaft beherbergt das Land nur etwa 400 Menschen, weniger als viele kleine Städte, und ist damit einer der am wenigsten überlaufenden Orte der Erde. Aber die Einzigartigkeit Islands hört damit nicht auf. Die Einwohner Islands, auffällige Nachfahren der Wikinger, sprechen eine Sprache, die so alt ist, dass sie sich seit 1000 Jahren kaum verändert hat, Isländisch. Und obwohl es für Außenstehende fast unmöglich ist, sie zu beherrschen, sprechen die Einheimischen so fließend Englisch, dass man das Gefühl hat, unter kosmopolitischen Zeitreisenden zu sein. Der schönste Strand der Welt ohne Sonnenschein. Nur in Island Reynisfjara ist der legendäre schwarze Sandstrand im Süden Islands, der oft als der schönste Strand der Welt bezeichnet wird, an dem keine Sonne scheint. Vergessen Sie den blauen Himmel und die goldene Sonne. Dieser Ort fasziniert Reisende mit seiner surrealen, unwirklichen Landschaft, die wie von einem anderen Planeten wirkt. Reynisfjara liegt etwa 110 Meilen südlich von Reykjavik und ist eine 2,5-stündige Fahrt durch Lavafelder und schneebedeckte Berge. Der Strand ist geprägt von massiven Basaltsäulen, die sich wie Festungsmauern erheben, und mächtigen Wellen, die bis zu 12 Meter hoch werden können und der Landschaft das Gefühl eines Hollywood-Science-Fiction-Films verleihen. Und hier ist etwas Faszinierendes. In Island werden der persönliche Freiraum und die Entscheidungsfreiheit sehr respektiert. Es gibt Strände, an denen die Einheimischen frei in die Natur eintauchen und Aktivitäten im Freien auf ihre eigene Art und Weise genießen können, solange sie dabei andere nicht stören. Dies ist in Island völlig legal, genau wie in Dänemark und Schweden. Das Land der nordischen Göttinnen. Wenn man durch die Straßen von Reykjavik geht, kann man isländische Frauen sehen, die aussehen, als wären sie einem Märchen entsprungen. Porzellanhaut, eisblaue Augen und eine Ausstrahlung, bei der man sich fragt, habe ich gerade eine echte nordische Göttin gesehen? Aber es ist nicht nur ihre Schönheit, die die Isländerinnen auszeichnet. Es ist ihr untrügliches Gefühl der Unabhängigkeit. Sie wissen, was sie wert sind und leben ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen. Hier besitzen Frauen Unternehmen, schreiben Bücher, klettern auf Berge, fahren Taxi, erziehen ihre Kinder allein und bleiben trotzdem cool. Als wäre das alles keine große Sache. Isländische Frauen haben fortschrittliche Ansichten zu Liebe und Ehe, vor allem bei Dating-Apps wie Tinder, das auf der Insel recht beliebt ist. Aber mit einer Bevölkerung von nur 400.000 Einwohnern, kleiner als New Orleans, ist die Wahrscheinlichkeit, versehentlich einen Verwandten zu daten, ziemlich hoch. Um dies zu vermeiden, verwenden die Isländer eine einzigartige App namens Islandinga, mit der sie überprüfen können, ob jemand verwandt ist. Ziemlich verrückt, oder? Heiraten isländische Frauen gerne Ausländer? Die Antwort ist, dass die Nationalität für sie keine Rolle spielt. Wichtig ist, dass sie respektieren und es mit der Liebe und dem Engagement ernst meinen. Isländische Frauen sind dafür bekannt, dass sie sehr loyal sind. Willst du wissen, wie du über soziale Medien oder Dating-Apps mit isländischen Frauen in Kontakt treten oder dich mit ihnen anfreunden kannst? Wenn ja, hinterlasse einen Kommentar mit der Nummer 1
Und wir geben dir ein paar tolle Tipps. Die isländische Whirlpool-Kultur. In Island sind Whirlpools mehr als nur ein Ort zum Entspannen. Sie sind ein wichtiger Teil der sozialen Kultur des Landes. Von frühmorgens bis spät in die Nacht tauchen die Isländer in öffentliche heiße Quellen ein. Nicht nur um sich zu entspannen, sondern auch, um sich mit anderen zu treffen und Kontakte zu knüpfen. Diese heißen Quellen sind oft in kleine Becken oder große Gemeinschaftsbereiche, mit idealen Temperaturen zwischen 37 degc und 40 degc unterteilt, die zum Entspannen und Plaudern einladen. In Island gibt es in öffentlichen Bädern keine sozialen Barrieren. Sie können mit jedem ein Gespräch beginnen, sogar mit dem isländischen Präsidenten, ohne das Gefühl einer sozialen Hierarchie zu haben. Die Einheimischen glauben, dass Whirlpools nicht nur den Körper, sondern auch die Seele reinigen. Offene, freundliche Gespräche im warmen Wasser tragen dazu bei, die sozialen Bindungen in dieser kleinen, aber eng verbundenen Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Dank dieser einzigartigen Kultur sind die heißen Quellen in Island nicht nur Orte der Entspannung, sondern ein wesentlicher Bestandteil des täglichen Lebens. Wenn Sie Island besuchen, sollten Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, in einer heißen Quelle zu baden und mit den Einheimischen zu plaudern. Sie werden mit Sicherheit einige interessante Geschichten mit nach Hause nehmen. Eine Kultur der Weltflucht, Holzhütten in der Wildnis. Inmitten der weiten Schneefelder und majestätischen Vulkane Islands gibt es etwas Faszinierendes, das nicht viele Menschen kennen. Viele entscheiden sich für den Bau von Holzhütten in abgelegenen Gebieten, weit weg vom modernen Leben. Interessanterweise haben sich sowohl Einheimische als auch Besucher für diesen friedlichen Lebensstil entschieden. Es ist nicht nur eine Wahl des Lebensstils, sondern Teil einer Kultur des langsamen Lebens, die die Isländer sehr schätzen. Diese Tradition wird nicht nur bewahrt, sondern auch durch den Bau von Holzhütten in abgelegenen Landschaften zelebriert. Diese kleinen, ruhig in die Natur eingebetteten Häuser symbolisieren die Harmonie mit dem Land und eine einfache Lebensweise. Viele Hütten sind so abgelegen, dass sie nur zu Fuß oder mit Geländewagen erreicht werden können. Bemerkenswert ist, dass das Leben in diesen Hütten nicht nur ein vorübergehendes Experiment ist. Viele Isländer leben und arbeiten tatsächlich das ganze Jahr über in diesen Hütten, manchmal ohne Strom und Internet, und sind auf natürliche Ressourcen wie Quellwasser und Windenergie angewiesen. Es ist eine echte Möglichkeit, der Welt zu entfliehen, aber auch ein Weg für die Einheimischen, sich wieder mit ihren alten kulturellen Wurzeln zu verbinden. Ähnlich wie die Wikingerkrieger, die einst in Harmonie mit der Wildnis lebten. Mit über 300 selbstgebauten Hütten im ganzen Land ist dieser Lebensstil nicht nur eine persönliche Entscheidung, sondern ein lebendiges kulturelles Erbe, in dem jeder Einzelne in seinem eigenen Raum Frieden findet. Island und die größte Genbank der Welt. Erhaltung der Blutlinien der Wikinger. Wenn wir über modernste Biotechnologie sprechen, dominieren normalerweise Namen wie die Vereinigten Staaten, Japan oder Deutschland das Gespräch. Doch still und überraschend hat eine kleine nordische Insel mit mehr Schafen als Menschen die Führung in einem der futuristischsten Bereiche der Wissenschaft übernommen, der Genforschung. Willkommen in Island. Kaum 400 Einwohner. Aber Heimat der größten und umfassendsten genetischen Datenbank pro Kopf der Bevölkerung in der ganzen Welt. Dank eines visionären Unternehmens namens Decode Genetics und der Aufgeschlossenen Unterstützung durch die isländische Regierung ist diese Insel zu einer genetischen Zeitmaschine geworden. Im Laufe der Jahre haben die Einheimischen freiwillig Hunderttausende von DNA-Proben abgegeben. Und siehe da, bei fast 2/3 aller Isländer wurden die Gene kartiert. Der Grund dafür ist, dass die Entschlüsselung des eigenen genetischen Codes hier nicht nur als Kuriosität betrachtet wird, sondern als Bürgerpflicht, als ein Geschenk an künftige Generationen. Viele Isländer sind stolz auf die Vorstellung, dass ihre DNA helfen könnte, Krankheiten zu bekämpfen, nicht nur im eigenen Land, sondern auf der ganzen Welt. Das Ziel ist es, Erbkrankheiten, einschließlich Herzkrankheiten, Krebs und sogar Alzheimer, zu erkennen und zu verhindern, lange bevor sie Symptome zeigen. Und in einem Land, in dem die meisten Menschen tiefe Wurzeln bei den Wikingern haben, kann das Aufspüren alter Mutationen, die über Jahrhunderte weitergegeben wurden, lebensrettende Hinweise auf die Gegenwart liefern. Aber das ist noch nicht alles. Dank Datenbanken, die DNA-Analysen mit jahrhundertealten genealogischen Aufzeichnungen kombinieren, können Isländer ihre Abstammung mit nur wenigen Klicks bis in die Wikingerzeit zurückverfolgen. Sie könnten herausfinden,
dass ihr Urgroßvater über stürmische Meere gesegelt ist oder sich in einem mit Lava bedeckten Tal niedergelassen hat, und das alles mit wissenschaftlicher Unterstützung. Nirgendwo sonst auf der Welt können sie in ein Café gehen, einen entfernten Cousin treffen und ihn mit ihrem Smartphone bestätigen. Island revolutioniert im Stillen die Medizin, nicht durch Megakonzerne oder milliardenschwere Labors, sondern durch die gemeinsame DNA seiner Menschen. Ein kleines Land mit enormer Wirkung. Das beweist, dass die Zukunft der Medizin im Blut der Wikinger verborgen sein könnte. Ein echtes Wikingerdorf, in dem die Einheimischen wie ihre Vorfahren leben. Im Norden Islands gibt es ein Wikingerdorf, in dem die Menschen so leben und arbeiten, wie es ihre Vorfahren vor Tausenden von Jahren taten. Dieses Dorf wurde mit bemerkenswerter Genauigkeit nachgebaut. Von kleinen Holzhäusern mit Strohdächern bis hin zu traditioneller Essenszubereitung, handgefertigtem Handwerk und sogar alten Spielen. Das Faszinierende an diesem Dorf ist, dass es nicht nur zur Besichtigung dient. Die Besucher können das Leben eines echten Wikingerkriegers nachempfinden. Sie können sich an alltäglichen Aufgaben der Wikinger versuchen. Weedsy, Holz hacken, Stoffe weben, Werkzeuge herstellen oder sogar Brot auf heißen Steinen backen. Ganz wie in alten Zeiten. Eines der wichtigsten Erlebnisse ist das Verkleiden als Wikinger. So bekommen sie einen Eindruck von der Stärke und Unabhängigkeit der Wikingerkrieger. Es ist ein einmaliges Gefühl, in dieser Kleidung an nachgestellten Wikingerschlachten teilzunehmen. Und in der Weihnachtszeit finden im Dorf aufregende Wikingerfeste mit Aktivitäten, wie Wikingerbootrennen und Vorführungen alter wikingerzeitlicher Kampfsportarten statt. Sie werden in die energiegeladene Atmosphäre der tapferen Krieger eintauchen und sich in die wilde, raue Wikingerzeit zurückversetzt fühlen. Das Leben in Reykjavik. Tagsüber erwacht Reykjavik unter den seltenen Sonnenstrahlen zum Leben. In den Straßen der Stadt wimmelt es von lokalen Geschäften, gemütlichen Cafés und freundlichen Menschen. Sie werden sehen, wie die Einwohner gemächlich über die kopfsteingepflasterten Wege schlendern und in bunten kleinen Cafés Kaffee trinken, während Mütter Kinderwagen schieben, Schüler mit dem Fahrrad zur Schule fahren und Gruppen von Freunden fröhlich plaudern. Das Stadtbild mit seiner Mischung aus lebendigen Häusern und modernen Gebäuden bietet eine reizvolle Mischung aus Altem und Neuem, in die sich die Besucher unweigerlich verlieben können. Interessanterweise lieben die Isländer Aktivitäten im Freien, ganz gleich, wie rau das Wetter ist. Beliebte Tagesausflüge sind Ausflüge zu natürlichen heißen Quellen, wie der Blauen Lagune, oder Walbeobachtungstouren in der Faxefløy-Bucht. Beides ist ein Muss für jeden Besucher. Wenn die Sonne untergeht, verwandelt sich Reykjavik in eine andere Art von Leben. Live-Musik füllt die Kneipen der Stadt. Dachbars werden zu energiegeladenen Treffpunkten. Und die Aussicht auf die Stadt und das Meer ist einfach spektakulär. Die Hotspots des Nachtlebens wie der B5 Club und die Prekid Bar sind ein Muss für alle, die die isländische Abendstimmung mit EDM, Jazz und Rock bis in die Nacht hinein erleben möchten. Und hier noch etwas Besonderes. Karaoke ist praktisch ein nationaler Zeitvertreib. In Island singt jeder, überall und zu jeder Zeit. Von der Bar bis zum Privathaushalt. Karaoke ist ein so fester Bestandteil der Kultur, dass die Menschen die ganze Nacht singen, selbst wenn sie in einer heißen Quelle baden. Einige der atemberaubendsten Reiseziele der Welt. Island ist ein Paradies mit seltsamen und majestätischen Landschaften, die Sie nirgendwo sonst auf der Erde finden. Einer der berühmtesten Orte ist die Blaue Lagune, das berühmteste geothermische Bad der Welt. Das milchige, türkisfarbene Wasser, das reich an Kieselsäure ist dafür bekannt, dass es die Haut weich und geschmeidig macht. Aber bei diesem Erlebnis geht es um mehr als nur um Hautpflege. Die Lagune liegt inmitten von Vulkangestein und schwarzem Sand und bietet ein außergewöhnliches Wellness-Erlebnis im Freien, mitten im Herzen der Erde. Ein weiterer unglaublicher Ort ist der Vatnajökull-Nationalpark, der größte Nationalpark Islands und Heimat des Vatnajökull-Gletschers, eines der größten Gletscher Europas. Dies ist ein Traumziel für alle, die Eishöhlen erkunden oder gefrorene Gipfel besteigen möchten. Erstaunlich ist, dass der Vatnajökull nicht nur zu den größten Gletschern zählt, sondern auch einige der schönsten Eishöhlen der Welt beherbergt. Diese Naturwunder bieten atemberaubende, kristallblaue Formationen, die einen rauen und unvergesslichen Einblick in die eisige Schönheit der Erde gewähren. Und schließlich ist Landmannalauga im isländischen Hochland ein Muss für alle, die dramatische vulkanische Landschaften entdecken möchten.
Diese geologisch mächtige Region ist bekannt für ihre farbenfrohen Berge, natürlichen heißen Quellen und atemberaubenden Aussichten. Sie ist ein beliebtes Ziel für Wanderer. Denn die Wege führen durch Lavafelder, vorbei an smaragdgrünen Seen und roten Klippen und bieten ein unvergessliches Erlebnis. Island und die 100% Real Elf Protection Agency. Ja, Island hat tatsächlich eine Elfenschutzbehörde. Klingt wie etwas aus einem Märchen. Aber in Island werden Elfen und mystische Wesen ernst genommen. So sehr, dass millionenschwere Bauprojekte gestoppt wurden, weil man vermutete, dass sie die unsichtbaren Behausungen dieser Wesen stören könnten. Eine Umfrage in Island ergab, dass bis zu 54% der Bevölkerung glauben, dass Elfen, Waldgeister und andere übernatürliche Wesen wirklich existieren, ob sie es glauben oder nicht. Als ein Autobahnprojekt im Westen Reykjaviks in Angriff genommen werden sollte, protestierten die Anwohner heftig und behaupteten, die Straße würde durch den Lebensraum der Huldu-Volk, des verborgenen Volkes oder der Elfen, führen. Das Ergebnis? Die Behörden stoppten das Projekt, legten die Strecke neu fest und überprüften den gesamten Plan. Noch faszinierender ist, dass es in Island eine inoffizielle Organisation gibt, die als Elfenschutzbehörde bekannt ist und von Ragnhildur Jansdottir geleitet wird, die als Übersetzerin der Elfensprache bekannt ist. In einem Land, das in Sachen Genetik und Internettechnologie weltweit führend ist der anhaltende Glaube an und der Respekt vor mystischen Kräften einer der reizvollsten Kontraste in Island. Das einzige Land ohne Ameisen und Moskitos. Wenn Sie sich jemals über das Summen einer Mücke in der Nähe Ihres Ohrs oder über Ameisen geärgert haben, die in Ihrer Küche herumkrabbeln, dann könnte Island Ihr Traumziel sein. Ein wahres biologisches Paradies. Island ist eines der wenigen Länder der Welt, in dem es weder Mücken noch Ameisen gibt und das für seine saubere und friedliche Umwelt bekannt ist. Wissenschaftler erklären, dass das raue Klima, der vulkanische Boden und das ständig wechselnde Wetter Insekten wie Moskitos daran hindern, ihren Lebenszyklus zu vollenden. Die plötzlichen Temperaturschwankungen zwischen Gefrieren und Tauen machen es auch den Mückenlarven schwer, zu überleben. Während viele Länder jährlich Milliarden von Dollar für die Bekämpfung von durch Mücken übertragenen Krankheiten ausgeben, können sie in Island ohne Sorge vor Mücken durch die Natur spazieren. Alkohol wird nicht in Supermärkten, sondern nur in staatlichen Geschäften verkauft. Eine der Besonderheiten von Island sind die strengen Alkoholvorschriften. Wenn Sie glauben, Sie könnten eine Flasche Wein oder Schnaps in einem normalen Lebensmittelgeschäft kaufen, vergessen Sie es. Alkohol wird in Island nur in speziellen staatlichen Geschäften namens Vinbudin verkauft. Diese Geschäfte werden von der Regierung betrieben und sind in den meisten größeren Städten zu finden. Aber es gibt einen Haken. Man kann nicht einfach hingehen und jederzeit Alkohol kaufen. Vor allem nicht an Wochenenden. Damit unterscheidet sich Island deutlich von Ländern wie den US oder den UK, in denen Alkohol in den meisten Geschäften erhältlich ist. Aber es gibt einen klaren Grund für dieses System. Kontrolle des Alkoholkonsums und Verhinderung von Missbrauch. Islands einzigartigstes und bizarrstes. Feste Island ist voll von seltsamen und überraschenden Festen. Sie werden Menschen in besonderen Kostümen sehen, die sich an traditionellen Spielen erfreuen, sodass die ganze Veranstaltung wie eine fröhliche, magische Zusammenkunft wirkt. Mit Tausenden von Teilnehmern fühlt man sich wirklich wie in einer anderen Welt, in der Wunder und Glück zum Alltag gehören. Wenn Sie Musik lieben, sollten Sie sich das Iceland Airwaves Festival nicht entgehen lassen. Mitten in der kalten Wintersaison bietet dieses Musikfestival nicht nur unglaubliche Auftritte, sondern verwandelt Reykjavik auch in eine magische Open-Air-Bühne. Das Besondere an diesem Festival ist die Wahl der Veranstaltungsorte. Konzerte finden überall statt, von winzigen Cafés bis hin zu alten Industriehallen, und machen Musik und Raum zu einem wichtigen Bestandteil der modernen isländischen Kunstszene. Ein weiteres Fest, das Sie nicht verpassen sollten, ist der Tag des Bieres, der jedes Jahr am 1. März begangen wird und den Tag markiert, an dem das Bier in Island wieder legalisiert wurde, nachdem es jahrzehntelang verboten war. Die Isländer feiern mit fließendem, frischem Bier und geselligen Zusammenkünften in Bars im ganzen Land. Dabei geht es nicht nur um den Genuss von Bier, sondern auch um eine festliche Erinnerung an Freiheit und Nationalstolz. Möchten Sie wissen, warum Bier in Irland einst verboten war? Hinterlassen Sie einen Kommentar mit der Zahl 6 und ich erzähle Ihnen die ganze Geschichte. Lebenshaltungskosten in Island. Wenn Sie darüber nachdenken, nach Island zu ziehen oder einen längeren Aufenthalt zu planen,
werden Sie von einem der größten Vorteile des Landes überrascht sein: angemessene Lebenshaltungskosten und ein erstaunliches Lebensumfeld. Mehr als 99% der isländischen Elektrizität stammt aus Wasserkraft und geothermischer Energie, was nicht nur die Stromkosten senkt, sondern auch die Umwelt durch saubere, erneuerbare Energie schützt. Mit klarer, schadstofffreier Luft und ohne Fabriksmog ist Island ein wahrhaft grünes Paradies, in dem es sich zu leben lohnt. Die Kosten für eine Einzimmerwohnung in der Innenstadt von Reykjavik liegen bei etwa $1.200 pro Monat. Das mag zwar hoch klingen, ist aber durchaus angemessen, wenn man die Lebensqualität bedenkt. Die Kosten für Strom, Wasser und Internet liegen bei etwa $200 pro Monat, da das Land erneuerbare Energien nutzt. Andere Ausgaben wie Lebensmittel können etwas teurer sein. Aber wenn Sie zu Hause kochen, kosten Lebensmittel in der Regel etwa $300 bis $400 pro Monat. Öffentliche Verkehrsmittel kosten nur etwa $100 pro Monat. Und die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio kostet zwischen $50 und $70 pro Monat, wenn Sie gerne aktiv sind. Alles in allem ist ein monatliches Budget von $2.000 bis $2.500 in der Regel ausreichend. Iceland ist vielleicht nicht das billigste Land, aber mit seiner sauberen Umwelt, der hohen Lebensqualität und den freundlichen Einheimischen ist es definitiv eine Überlegung wert, wenn Sie ein friedliches Leben in der Nähe der Natur suchen. Wenn Sie darüber nachdenken, Iceland zu besuchen oder sich dort zur Ruhe zu setzen, sollten Sie Ihre Dokumente und Visumanträge im Voraus vorbereiten. Wenn Sie ein US-Staatsbürger sind und planen, Iceland zu besuchen oder sich dort zur Ruhe zu setzen, gibt es eine gute Nachricht. Iceland ist Teil des Schengen-Raums, sodass Sie bis zu 90 Tage lang ohne Visum einreisen können. Wenn Sie jedoch länger bleiben oder dorthin ziehen möchten, müssen Sie ein Langzeitvisum oder eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Dieses Verfahren kann je nach Zweck und Art des Visums zwischen 1 und 3 Monaten dauern. Bürger der EU oder der Schengen-Länder benötigen kein Visum. Und wenn Sie vorhaben, sich zur Ruhe zu setzen oder langfristig dort zu leben, müssen Sie sich nach Ihrer Ankunft lediglich bei der isländischen Einwanderungsbehörde anmelden. Iceland hat kein Militär und die Kriminalitätsrate ist extrem niedrig, was das Land zu einem der sichersten Länder der Welt macht. Iceland wird oft mit einem friedlichen Rentnerdorf mit Gefängnissen verglichen, die eher wie erholsame Zufluchtsorte als Justizvollzugsanstalten aussehen. Um sich in Island zur Ruhe zu setzen oder niederzulassen, müssen Sie einen Nachweis über stabile Finanzen und eine Krankenversicherung für Ihren Aufenthalt erbringen. Aber das Verfahren ist recht einfach, wenn Sie die Schritte richtig befolgen. Einzigartige isländische Küche. Iceland ist ein Paradies für Feinschmecker, die gerne etwas Neues und anderes ausprobieren. Einer der beliebtesten kulinarischen Schätze Islands ist skyr, ein dickflüssiger, cremiger Milchgenuss, der wie Joghurt aussieht, aber noch mehr Eiweiß und Reichtum enthält. Mit seinem leicht säuerlichen Geschmack und seiner seidigen Konsistenz ist Skyr seit über 1000 Jahren ein fester Bestandteil des isländischen Lebens. Ob mit wilden Beeren belegt, mit Honig beträufelt oder pur genossen. Es ist ein beliebter Snack und ein Frühstücksmeister im ganzen Land. Und dann ist da noch die isländische Lammsuppe. Ein seelenwärmendes Gericht, das nach Heimat riecht. Gekocht mit zartem Lammfleisch, Karotten, Kartoffeln und genau dem richtigen Hauch von Kräutern ist es nicht nur eine Mahlzeit, es ist Tradition in einer Schüssel. Und vergessen wir nicht die frischen Meeresfrüchte. Die Isländer beherrschen die Kunst, die Natur zum Strahlen zu bringen. Ihr Kabeljau und Lachs sind so frisch, dass sie kaum mehr als Salz und Wärme brauchen, um unglaublich zu schmecken. Aber jetzt kommt der Clou. Wussten Sie, dass eines der umstrittensten isländischen Gerichte, das einst als Symbol des Nationalstolzes galt, jetzt verboten ist? Was ist passiert und warum? Schreiben Sie uns eine Nummer 2 in die Kommentare. Und wir werden die überraschende Wahrheit in unserem nächsten Video aufdecken. Und damit ist unsere Reise durch 15 atemberaubende Fakten über Island beendet. Ein Land, in dem uralte Traditionen mit moderner Magie tanzen. Danke, dass Sie bis zum Ende durchgehalten haben. Wenn Sie sich inspiriert, entspannt oder einfach nur ein bisschen neugieriger auf die Welt fühlen, haben wir unsere Arbeit getan. Vergessen Sie nicht, uns zu liken, zu teilen und zu abonnieren. Und wir sehen Sie bald bei einem weiteren Abenteuer am Rande des Außergewöhnlichen.